Hallo und herzlich willkommen bei Chronisch Ehrlich. Das hier soll eine Serie sein, wo chronisch Erkrankte ehrlich und offen über ihren Krankheits- und Heilungsweg erzählen können, damit andere Betroffene einfach ermutigt sein können und ein Stückchen Hoffnung finden auf ihrem Heilungsweg. Heute darf ich bei der Miriam Hill sein, hier im schönen Luzern. Und das ist die Elli. Genau. Und genau, ich habe dich kennengelernt und zwar im Internet. Bei Recherchearbeiten bin ich auf ein Interview getroffen und ich dachte mir einfach, wow, diese Geschichte ist so krass und trägt so viel Hoffnung in sich. Und dann habe ich dich angeschrieben und du hast dich bereit erklärt, dass ich kommen darf und dass wir jetzt dieses Gespräch hier führen. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank dir. Und wir haben schon mega lecker zusammen gegessen, gell? Du hast so lecker gekocht und das sehen wir am Ende des Videos, seht ihr dann, was die Miriam Leckeres gekocht hat. Für mich und meinen Mann. Mein Mann ist nämlich hinter der Kamera heute. Mit meinem Hund auch und wenn ihr noch plötzlich einen zweiten Hund hört, ist das nämlich mein Hund. Genau, also du hast ja die Diagnose Morbus Crohn erhalten, aber vorher hattest du eine riesenlange Krankheitsgeschichte, bis überhaupt die Diagnose kam. Kannst du mir ein bisschen was davon erzählen? Ja, ich war eigentlich seit meiner Geburt krank. Das heißt, ich bin geboren worden und wollte nichts essen. Ich habe nur geschrien. Ich hatte wahrscheinlich Bauchschmerzen. Meine Mutter konnte mich nichts füttern. Ich nahm die Muttermilch nicht an. Sie ist in alle möglichen Apotheken gerannt und hat verschiedene Milchen ausprobiert. Ich wollte nichts haben. Ich habe abgenommen. Sie ist mit mir von Arzt zu Arzt und jeder Arzt hat gesagt, es gibt kein Kind, das freiwillig verhungert. Das gibt sich schon. Sie sind eine hysterische Mutter. Seien Sie nicht so übermutterig und warten Sie einfach ab, das Kind wird schon zunehmen. Und ich habe weiterhin einfach abgenommen, wollte nichts essen, habe viel geschrien, schlecht geschlafen. Ja, ich war ein sehr schwieriges Kind, denke ich mir. Ja. Und auch später, mir hat Essen nie was gesagt. Für mich war Essen Zeitverschwendung, Geldverschwendung und ich hatte das Gefühl, es tut mir nicht gut. Ich bekomme Schmerzen, mir wird schlecht und Essen war einfach, das war nicht meins. Und so konnte ich wirklich tagelang sein, ohne zu essen. Wahnsinn. War immer sehr, sehr dünn. Meine Mutter erzählt heute noch von einer Ferienwoche, wo ich während der ganzen Woche ein Schinkenbrot und eine Mandarine gegessen habe und sonst nichts. Und selbst das musste sie mir 20 Mal offerieren und iss doch jetzt und nimm doch wenigstens einen Biss. Und mir hat es einfach nichts gesagt, das Essen. Ja, und auch in deiner Jugend dann hattest du Beschwerden und erst viel später wurdest du eigentlich mit Morbus Crohn diagnostiziert. Wie sah das damals aus? Als Jugendliche hatte ich Probleme in Stresssituationen. Wenn in der Schule Prüfungen war oder etwas nicht ganz gut lief oder so, dann hatte ich sofort Durchfall, Bauchkrämpfe. Und auch das wurde von Ärzten nie ernst genommen. Es hieß, ja, da hat sich etwas Luft festgeklemmt oder wir finden nichts, ihr geht's gut. Und ich wurde aber auch nie weiterverwiesen an einen Spezialisten als Jugendliche, sondern man gab mir irgendwelche Schmerzmittel und ich soll eine Bettflasche nehmen und dann ist das schon nicht so schlimm. Und eigentlich erst als es schlimmer wurde, beziehungsweise die Symptome in die Speiseröhre gingen und ich solche Schmerzen hatte, dass ich nicht mal einen Schluck Wasser schlucken konnte. Das fühlte sich an wie Kieselsteine, wirklich. So, das hat richtig die Speiseröhre aufgerissen, hatte ich das Gefühl. Und dadurch habe ich natürlich wieder aufgehört zu essen und zu trinken, weil es einfach sehr, sehr schmerzhaft war. Und ja, meine Mutter hat das dann bemerkt, indem ich wieder abgenommen habe und hat mich gefragt, was ist denn los? Weil ich bin nicht jemand, der zu jemandem rennt und mir geht's schlecht und mir tut's da weh. Und ich war mich gewöhnt, dass irgendetwas immer weh tut. Ja. Das war meine Normalität. Aber sie hat es dann gemerkt und hat mich zum ersten Mal zum Magen-Darm-Spezialist geschickt.
der hat dann eine Magenspiegelung gemacht und hat einfach gesehen, dass ich Geschwüre in der Speiseröhre hatte. Und konnte aber nicht sagen, woher das ist. Oder das wurde einfach mal so hingenommen, irgendetwas Antientzündliches, wahrscheinlich ein Antibiotikum bekommen und wieder nach Hause geschickt. Und das wurde aber nicht besser. Und ich musste dann zu Hause bleiben, beziehungsweise konnte nicht arbeiten, weil ich so schwach war. Und dann kamen die Gelenkschmerzen dazu plötzlich, wirklich extreme Gelenkschmerzen. Wenn ich aufs Klo musste, ich ging wirklich auf allen Vieren, habe ich mich dorthin gerobbt und wieder zurück zum Das Sofa. war mit Anfang 20 dann? Das war so mit, genau, Anfang 20, ja. Und als diese Gelenkbeteiligung dazu kam, hatte ich einen Kontrolltermin beim Magen-Darm-Spezialist und da hat er sofort gesagt, ups, jetzt macht es langsam Sinn, ich glaube, wir schicken Sie mal zur Darmspiegelung. Und dort wurde dann ziemlich eindeutig Morbus Crohn festgestellt. Und was waren da dann die Lösungsvorschläge? Die Lösungsvorschläge von der Assistenzärztin war, also die kam nach der Untersuchung zu mir ans Bett und hat gesagt, ja, sehr wahrscheinlich haben Sie Morbus Crohn, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Da können Sie etwas Cortison nehmen und dann können Sie ganz normal weiterleben. Das ist wie vergleichbar mit einem Diabetiker, der braucht sein Insulin, genauso brauchen Sie Ihr Cortison und dann ist alles gut. Und ich dachte, yeah, ich kann einfach Cortison nehmen und dann bin ich wieder gesund. Dann habe ich eine Lösung für diese jahrelangen Beschwerden und alles ist gut. Ja. Das war aber gar nicht gut. Nee, das war gar nicht gut. Dann fing es eigentlich erst an, oder? Den Krankenhausmarathon, weil die Medizin hatte jetzt endlich eine Diagnose, Morbus Crohn. Und jetzt gab es einiges auszuprobieren und du... Ja, genau. Ausprobieren ist ein gutes Stichwort. Genau. Ich kam mir zum Schluss wirklich vor wie ein Versuchskaninchen, weil so viel ausprobiert wurde. Ich habe das Cortison überhaupt nicht vertragen. Mir wurde noch mehr schlecht. Ich habe mich ständig übergeben. Ich habe Durchfall bekommen. Ich nahm dadurch noch mehr ab. Zudem gab mir der Arzt Ernährungsratschläge, die so etwas bedenklich sind. Das heißt, er hat mir empfohlen, viel Milchprodukte für das Kalzium, viel Fleisch wegen dem Eisen, man verliert ja ein bisschen Blut, viel Süßes, damit ich möglichst schnell zunehme und keine Ballaststoffe, das heißt möglichst kein Gemüse und kein Obst. Das ist viel zu anstrengend für den Darm zum Verdauen. Und ich habe das natürlich so gemacht. Klar. Und in Kombination mit dem Cortison war das eine Katastrophe für meinen Körper. Und der hat natürlich dementsprechend reagiert und vertrug die Medikation nicht, die Ernährung nicht. Und der Arzt stand da und sagte, so etwas habe ich noch nie gesehen. Jemand, der Cortison nicht verträgt und wo das nicht besser wird mit diesem Medikament. Ich habe keine Ahnung, was machen. Das kann nicht sein. Im Gegenteil, er hat mir sogar die Schuld so ein bisschen in die Schuhe geschoben. Und wenn ich angerufen habe und gesagt habe, es tut mir leid, ich erbreche das Cortison, ich kann es nicht behalten. Ja, jetzt stellen Sie sich nicht so an und das kann doch nicht so schwierig sein, so eine Tablette zu schlucken. Und ich dachte, oh Scheiße, ich bin zu blöd, eine Tablette zu schlucken. Ich muss das irgendwie auf die Reihe kriegen. Aber es ging einfach nicht. Wahnsinn. Und wie oft warst du dann in den Krankenhäusern? Was wurde noch ausprobiert? Also das Cortison, das schlug nicht an. Die Ernährungsumstellung, also viel Fett, Proteine, keine Ballaststoffe, kein Gemüse, aber dafür Zucker. Da bist du dann eben in diesen Krankenhausmarathon gekommen. Wie sah das aus? Wie viele Behandlungen hattest du noch? Also nach diesem ersten Cortison-Desaster, wo ich immer weiter abgenommen habe, ich kann mich nicht erinnern genau, wie lange ich da im Krankenhaus war. Das waren sicher Wochen. Und irgendwann kam der Arzt und sagte, es tut mir leid, ich weiß nicht mehr, was machen mit Ihnen. Ich gehe jetzt aber in Urlaub und ich sehe für Sie keine Hoffnung mehr, weil wir kriegen das Gewicht nicht drauf, wir kriegen den Durchfall nicht gestoppt, wir kriegen eine Entzündung nicht weg. Also du hast auch wirklich Wasser verloren und an Gewicht enorm. Ja, ich habe wirklich so 10, 15 Kilo abgenommen und ich war schon immer sehr dünn.
Und das war das erste Mal, dass mich ein Arzt gefragt hat, möchten Sie zu Hause sterben oder im Krankenhaus bleiben? Ja, also die Schulmedizin war eigentlich mit ihrem Latein zu Ende. Genau, So. und das war erst etwa ein halbes Jahr nach Diagnosestellung, waren Oh, die wow. schon fertig. Okay. Und da wusste ich oder habe ich das erste Mal realisiert, oh Mist, ich glaube, ich muss selber was machen oder ich muss das selber in die Hand nehmen, weil wenn die Schulmedizin schon keine Ahnung hat, was sie machen könnten, dann müssen wir irgendwie etwas anderes finden. Aber was? Und wie war das eigentlich? Morbus Crohn, war da die Theorie, dass es eine Autoimmunerkrankung ist oder wie weit war da Ja, die Forschung? Also das die ist ja Theorie noch, wird ja jetzt noch genau, die Theorie aufgestellt. ist heute noch, man nimmt an, dass es eine Autoimmunerkrankung ist. Das heißt, dass der Körper sich selbst angreift. Und es bleibt aber eine Vermutung. Und ich habe später auch immer diese Immunsuppressiva bekommen, die man bekommt, wenn man Morbus Crohn hat oder eine Autoimmunerkrankung wie Imurec. Ich hatte Remicade-Infusionen, alles Mögliche ausprobiert und ich habe immer gesagt, ich mache das ein halbes Jahr. Wenn es nicht hilft, setze ich das ab, weil ich finde es zu heftig, aufgrund einer Annahme, dass es eine Autoimmunerkrankung ist, so starke Medikamente zu nehmen, die mein Immunsystem runterfahren. Was, wenn es keine Autoimmunerkrankung ist? Ja, wenn irgendeine Ursache da Ja, ist wenn vom Körper. irgendwas Ja. anderes, das noch Ja. nicht entdeckt worden ist. Und du warst dann auch, also du warst hier in der Schweiz, du warst in St. Gallen, in Basel in renommierten Krankenhäusern, dann warst du auch in Kanada und den USA bei Spezialisten. Und in auch Genf oder in in Lausanne, Genf. Und, ja. ja. Und St. Gallen, ja. Ja, mein Bruder wohnte zu dieser Zeit, also das ist eine Geschichte über Jahre, zuerst in den USA und danach in Kanada. Und ich habe ihn dort jeweils besucht und dachte mir, wahrscheinlich sind die Amerikaner viel weiter in der Forschung oder was immer. Ich gehe hier mal zu einem Arzt und höre mir an, was er sagt. Und die haben alle die Hände verworfen und gesagt, oh mein Gott, in diesem Bereich sind die Europäer viel, viel weiter. Ah ja, Also wir haben interessant. so, keine Ahnung, wir wissen nicht, was machen. Und ja, das hat mir so viel Hoffnung genommen, Ja, weil klar. ich dachte, die USA, Dann sehr schauen wir mal da. fortschrittlich und genau. ja, siehst. Genau, also die Schulmedizin war mit deiner Krankheit komplett überfordert. Du hast nicht auf die gängigen Therapien oder dein Körper hat da nicht angeschlagen. Und dann konntest du notfallmäßig in eine ganzheitlich praktizierende Klinik. Gell? Was geschah da? Das war noch ganz am Anfang, nach diesem ersten halben Jahr, wo dieser erste Magen-Darm-Spezialist gesagt hat, keine Ahnung. Da hatte meine Mutter auf die Schnelle eine Klinik ausgemacht, die biologische Medizin, das heißt Naturheilkunde, mit der Schulmedizin kombiniert. Und das war so ein Notnagel. Sie hat mir das vorgeschlagen und ich habe gesagt, nee, ich bin wirklich krank. Ich brauche nicht Naturheilkunde. Ich brauche einen Arzt, der mich gesund macht, der rausfindet, was ist los mit mir und mir dann das entsprechende Medikament gibt oder was immer, damit ich gesund werden kann. Das war meine damalige Einstellung. Und deshalb war ich da nicht so begeistert mit dem Vorschlag, aber als dieser Arzt dann gefragt hat, wo möchten Sie sterben, da wusste ich, wahrscheinlich musst du jetzt einfach etwas ausprobieren. Und ich bin dann an einem Freitagnachmittag aus diesem Krankenhaus raus und Montagmorgen konnte ich dort einrücken. Genau, und das war ein sehr schwieriges Wochenende auch für meine Mutter. Sie hat mich mit einer halben Banane und etwas Tee am Leben gehalten. Und Montagmorgen sind wir dann sofort dorthin gefahren. Ich habe dann zu meinem Schreck festgestellt, das ist eine vollwertig vegane Klinik, kein Fleisch, kein Zucker, nur Vollkornprodukte, viel Gemüse, viel Obst. Hilfe, die bringen mich um. Genau. Ich hatte wirklich Panik vor diesem Essen, als die gekommen sind und mich fragten, was möchten sie essen? Ja. Vollkorn das, Vollkorn dies oder Vollkorn das. Ja, weil dir vorher gesagt wurde, genau diese Lebensmittel meinten und dann
wächst natürlich eine Angst in einem und man denkt, okay, da habe ich was, wo ich mich dran festhalten kann und dann Ja, ich hatte muss wirklich, man das Gegenteil ja, zu sich nehmen. ich hatte Angst vor Ja, diesem Essen. das löst Panik aus. Ja, wirklich, weil ich dachte, mein Gott, mein Arzt hat mir gesagt, Finger weg von solchen Sachen, Ja. das macht deinen Darm kaputt. Und dann kommen sie plötzlich an eine Klinik mit solchen Sachen und ich soll das essen. Spinnen die? Ich möchte gesund werden, nicht krank werden. Was geschah dann? Nachdem ich meine Angst überwunden hatte und wirklich das probiert habe, habe ich gemerkt, es tut mir eigentlich recht gut. Es tut mir wirklich gut. Ich konnte zunehmen, die Beschwerden sind über Wochen so ganz langsam abgeklungen. Man hat verschiedene naturheilkundliche Verfahren angewendet, immer in Absprache mit einem Arzt. Und das hat mir eigentlich gut getan. Dort war ich dann, ich glaube, so 3, 4 Jahre immer wieder mal in Behandlung, stationär und ambulant. Genau, das hat mir damals das Leben gerettet. Und dann hattest du auch mal eine Ernährungsberatung bekommen. Wie kam es dazu und was war da deine Erfahrung? Naja, die Klinik hatte ja so eine bestimmte Ernährungsrichtlinie. Welche jetzt? Welche Klinik? Das war damals die Esculap-Klinik in Brunnen, die gibt es nicht mehr. Ja. Also diese ganzheitliche? Diese ganzheitliche, genau, wo Naturheilkunde und Schulmedizin zusammenarbeiten. Dort habe ich die vegane Ernährungsweise kennengelernt mit viel Vollkornprodukten, viel Getreide auch. Genau, das war das. Und mit dieser Art der Ernährung habe ich mich wirklich danach sicher 10, 15 Jahre weiter beschäftigt, weil es mich so ein bisschen stabil gehalten hat. Aber es hat keine weitere Verbesserung gebracht. Im Gegenteil, es ging mir dann danach noch schlechter. Es hat so ein paar Jahre. Was war schlechter? Die Entzündungen im Magen-Darm-Trakt. Bei mir war wirklich, der Mund war betroffen, die Speiseröhre, der Magen und der Darm, die Haut und die Gelenke. Es war wirklich alles betroffen, was von Morbus Crohn. Mit Haut meinst du Ekzeme oder? Das gibt so Geschwüre auf der Haut, auch dieses Pyoderma gangrenosum. Das ist eine sehr schmerzhafte Geschwürbildung auf der Haut, wo die Haut sich, es fühlt sich an, als wird die Haut weggeätzt und es sieht auch so aus. Also ich hatte wirklich sehr schmerzhafte Geschwüre. Dann fing aber der Operationsmarathon an, dass mir immer wieder Stückchen vom Darm rausgenommen werden mussten. Ich hatte wirklich so große Abszesse im Bauch, die aufgeschnitten werden mussten. Ich hatte Komplikationen bei der künstlichen Ernährung, die ich auch nicht vertragen habe. Und im Krankenhaus, da kriegst du keine Wunschkost, wenn du mit einem Magen-Darm-Geschichte kommst. Da kannst du nicht sagen, ich vertrage das, sondern die haben ein Schema X bei Magen-Darm-Problemen und das kriegst du, egal ob du das verträgst oder nicht. Ja. Und wenn du Wunschkost haben willst, das geht Gibt's nicht. nicht. Nee, Ja. gibt's nicht. Und die haben mir im Krankenhaus wirklich Sachen gebracht, die ich überhaupt nicht vertragen habe. Und ich konnte nicht sagen, beziehungsweise ich habe gesagt, ich vertrage das nicht. Könnt ihr mir bitte was anderes bringen? Nein, geht leider nicht. Das heißt, ich musste diese Sachen essen. Und deshalb ging es mir immer schlechter. Dazwischen immer wieder Operationen, weil wieder irgendwas aufgegangen ist oder ein neuer Abszess oder Darmdurchbruch oder ich hatte alles Mögliche. Ich hatte über 60 Operationen schlussendlich, keine davon ohne Komplikationen. Ja. Was meinst du damit, mit Komplikationen? Alles Mögliche. Also ich bin aufgewacht nach einer Darmoperation und hatte einen Pneumothorax. Das heißt, sie haben mir aus Versehen die Lunge angestochen und da ist Luft reingekommen. Sie haben mich, ein Chirurg hat mich mal nicht richtig zugenäht, weil er dachte, ich überlebe sowieso nicht. Und da ist dann die Naht aufgeplatzt natürlich und ich hatte monatelang einen offenen Bauch. Operationen, wenn du einen Abszess hast und Operationen hast, dann ist das keine sterile Operation. Und bei solchen Operationen hatte ich eigentlich immer
Infektionen danach, Aha, das noch okay. nachoperiert werden musste. Oder bei der letzten großen Operation, da haben sie mir Gebärmutter, einen Eierstock, das Rektum entfernt und da haben sie mich hinten zugenäht. Und scheinbar ist das eine veraltete Methode, das wird heute nicht mehr gemacht. Und diese Naht ist aufgegangen. Und da hat sich eine riesengroße Wundhöhle gebildet, die war fast 30 Zentimeter tief. Ein Riesending, so mit Verästelungen, mit Fisteln, mit allem Möglichen. Und das wurde von den Schulmedizinern komplett ignoriert oder runtergespielt. Ja. Genau. Als ich gemerkt habe, ups, da ist was aufgegangen, bin ich natürlich sofort zum Chirurgen gegangen und gesagt, erstens, es tut saumäßig weh, es tut wirklich weh. Und zweitens, was machen wir jetzt? Und der hat sich das angeschaut und gesagt, das war ein Gynäkologe, der hat gesagt, dort unten hat man keine Nerven, das kann gar nicht wehtun. Und es kann nicht sein, dass diese Naht aufgegangen ist. Er hat aber gesehen, sie ist offen und hat mich nach Hause geschickt. Das geht dann schon wieder zu. Und deshalb bin ich natürlich von Arzt zu Arzt, weil ich konnte ja nicht zu dem zurück. Der hat mich nicht ernst genommen. Also musste ich jemand anderen finden, der mich ernst nimmt. Und die Ärzte haben alle die Hände verworfen. Ich habe schon gehört, das ist ein grotesker Befund. So etwas haben wir noch nie gesehen, das gibt es gar nicht, das steht nicht in unseren Lehrbüchern, das kann nicht sein, aber wir sehen, sie haben das, aber wir haben keine Ahnung, was machen mit ihnen. Die waren wirklich komplett überfordert. Komplett hilflos und man hat mir diverse Sachen vorgeschlagen, was wir ausprobieren könnten. Gewisse Sachen habe ich ausprobiert, aber habe immer sehr schnell gemerkt, nee, das ist nicht gut, das tut noch mehr weh und das ist nicht gut. Und dann haben sie wieder mich irgendwo in eine Spezialklinik geschickt und was anderes ausprobiert, bis ich irgendwann gesagt habe, stopp, ich bin kein Versuchskaninchen. Ich möchte das jetzt auf meine eigene Art und Weise probieren, beziehungsweise einfach mal ruhen lassen, weil sie wollten, ein Vorschlag war, was gang und gäbe ist, den Oberschenkelmuskel in diese Wunde rein verpflanzen und hoffen, dass er anwächst. Aber die Wundhöhle war ja extrem entzündet. Also jeder Laie kann sich vorstellen, dass ein Muskel nicht anwächst in einem entzündeten Gewebe. Ja, und deshalb habe ich gesagt, nein, ich möchte diese Operation nicht. Ja, und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich mich von den Ärzten abgewendet habe, weil ich mich einfach nicht ernst gefühlt habe oder gemerkt habe. Eigentlich nach einem operativen Pfusch, wo dann nicht das anerkannt wurde, dass da ein Fehler passiert ist und auch keine richtige Lösung dann angeboten wurde. Ja, genau. Also ich habe mal einen anderen Arzt gefragt, ist das normal nach so einer Operation oder ist das ist doch ein Fehler von dem Arzt? Und da meinte er, ja, das ist eindeutig ein Ärztefehler, aber niemand vor Gericht wird Ihnen das bestätigen, ich auch nicht. Ja, gleich auf der sicheren Seite. Ja, aber es hat mir gezeigt, ich wusste endlich, ja, es ist ein Ärztefehler. Ja, und das ist auch schon befreiend, einfach zu wissen, weil damit kann man ja umgehen. Ja, man kann damit umgehen, das ist wie ein anderer Unfall. Ja. Jemand ist hier hinten ins Auto rein, ein Unfall ist passiert, das ist wegen dem und so weiter. Ja. Und jetzt schaue ich weiter. Aber wenn man immer in dem Punkt ist, irgendwas ist passiert, alle nehmen Abstand von mir und tun so, nee, dann hat man auch keinen Spielraum. Man weiß nicht, wie man agieren kann. Ja, für mich war das eine große Erleichterung, wirklich die Bestätigung zu haben, ja, es ist ein Ärztefehler. Das hat mir die Schuld genommen, weil ich dachte immer, ich mache etwas falsch oder keine Ahnung, vielleicht habe ich schlechte Wundpflege betrieben oder... Das ist schon so, wenn man über Jahre hinweg chronisch krank ist, kommt man in diesen Schuldkreis. Ich bin schuld, die Autoimmunerkrankung, mein Körper, alles. Ich esse wohl nicht richtig, ich habe da wohl Fehler gemacht, ich bin nicht gut mit mir umgegangen, mein Stressmanagement ist nicht gut. Und diese Schuld ist schon da und dann passiert noch ein Unfall, ich sage jetzt mal Unfall, der Ärztepfusch. Ja, dann ist die Schuld wieder bei einem, weil niemand steht auf und sagt, hey, hallo, ich wäre der Schuldige. Ja, genau. Also auch wenn alle schweigen um dich herum, geht die Schuld dann von alleine auf dich zurück.
Es ist ja dein Körper. Ja. Und das ist das Schreckliche. Ja. Und es konnte nicht erklärt werden, warum ist das jetzt so? Ja. Und dann noch die Kraft zu finden, wenn man schon chronisch erkrankt ist, über Jahrzehnte, dann passiert noch sowas. Und dann die Kraft zu finden, ich suche jetzt meinen eigenen Weg. Was war da für ein Punkt? Was ist innerlich in dir vorgegangen, dass du gesagt hast, und jetzt muss ich in eine andere Richtung gehen? Das war überhaupt keine Kraft, das war pure Verzweiflung, weil die Ärzte mich einfach fallen gelassen haben. Die hatten keine weiteren Vorschläge für mich. Und nur schon diese Erkenntnis, das ist heftig, weil ich hatte so ein Vertrauen in die Schulmedizin, nur die können mich heilen. Genau, und du hattest so Vertrauen, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, weil du ja Pharmaassistentin bist. Also das war eigentlich dein Umfeld. Und ja, ich bin so aufgewachsen, dass wenn man krank ist, dann geht man in die Apotheke. Wenn es noch schlimmer ist, geht man zum Arzt. Dort kriegt man seine Tabletten und die nimmt man dann und dann ist man wieder gesund. Ja. So funktioniert das Leben. Und dann hattest du dieses Weltbild und das nach jahrelangen Krankheit bricht es zusammen. Ja, da ist wirklich, ja, da stehst du eigentlich da mit nichts. Es war keine Kraft, wie du gesagt hast. Es war wirklich Verzweiflung. Unfall quasi. Und es war wirklich pure Verzweiflung, dass du suchst ja nur nach neuen Wegen, wenn du merkst, das geht ja wirklich nicht da. Ja. Und für mich war Sterben keine Option. Warum war Sterben keine Option? Weil man an Morbus Crohn nicht stirbt. Es war keine tödliche Krankheit. Ich glaube, hätte ich eine tödliche Krankheit gehabt, hätte ich gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt zum Aufgeben. Aber an Morbus Crohn stirbt man nicht. Ich auch nicht. Wurde das dir so gesagt dann? Nee, das wusste ich. Das wusstest du und das war für dich klar. Daran sterbe ich nicht. Ja, das ist keine tödliche Krankheit. Gut. Ich sterbe nicht daran. Und wenn es mir noch so schlecht ging und niemand hatte eine Lösung für mich, das kam nicht in Frage. Das ging nicht. Ja, das geht auch nicht. Nee. Genau. Ja, und wie geht es dir heute? Und eine spezifische Frage, wie sieht deine Ernährung aus und welche Rolle spielt sie für deine Gesundheit? Ich habe verstanden, dass Ernährung wirklich der Schlüssel ist. Ja, ich vergleiche es immer mit einem Auto und Benzin. Du kannst jetzt billiges Salatöl nehmen und in deinen Tank geben. Natürlich fährt dein Auto, aber es hustet und springt und fährt nicht sauber, weil man einfach etwas reintut, was da nicht reingehört. Und genauso ist es mit dem Körper auch. Wir funktionieren ja, die Nahrung ist unser Benzin. Wir können nur funktionieren oder der Körper kann nur funktionieren, wenn er die richtige Nahrung bekommt und nicht minderwertige Nahrung. Das war mir damals schon klar, als ich in diese vegane Klinik kam. Aber das ganze Ausmaß habe ich eigentlich erst jetzt dank Anthony William begriffen, wie wichtig es ist, naturbelassene und vor allem artgerechte Ernährung zu haben. Ja. Das heißt, wie ernährst du dich jetzt konkret? Ich ernähre mich, es gibt diese 4 Hauptfoods, wie sagt man, Ernährung, Nahrung. Das ist Obst und Gemüse, Wildkräuter und Honig. Habe ich jetzt noch eins vergessen? Du machst ja auch AW, vielleicht weißt du es. Also was ich immer sage ist, ich ernähre mich glutenfrei. Ach so, genau, vegan, die No-Foods. Vegan, aber kein Soja, kein Mais, dafür Honig. Honig, was ja offiziell nicht vegan ist. Genau. Ja. Und eigentlich keine Fertigprodukte, kein Zucker, kein Kaffee, kein Alkohol. Ja, und dann schalten so, die meisten Leute weg. Genau, es tönt so nach Verbot und es tönt nach, oh mein Gott, was ist diese Frau? Genau, was die kann isst nur du noch, denn überhaupt? Ja, die und kann nur noch so Salat essen. Mega viele leckere Sachen. Genau, es gibt nach Anthony William diese Nahrungsmittel, die für Krankheiten verantwortlich sind. Die Viren füttern und die Viren sind für die Symptome verantwortlich, die wir so haben, auch für Morbus Crohn. Genau, weil Morbus Crohn das ist interessant. Genau. Das ist die Gegentheorie von der Autoimmunerkrankung, nämlich nicht, dass dein Körper falsch ist und sich gegen dich wendet,
sondern dass von außen etwas gekommen ist, sich eingenistet hat und dein Körper eigentlich sein Bestes gibt, das rauszuschaffen, genau. Ja. aber es nicht schafft und wir ihn mit der Ernährung unterstützen können. Ganz genau. Also Ja. die ganzen Symptome von Morbus Crohn sind eigentlich eine Heilreaktion, weil ich einen Virus hatte, der Unruhe reingebracht hat. Und das ist wie mit einem Grippevirus. Wenn ich mir ein Grippevirus hole, dann macht mein Körper Fieber, macht vielleicht eine Entzündung, ich kriege eine laufende Nase, entzündete Mandeln und damit wird der Virus bekämpft. Und weil mein Virus im Darm saß, hat mein Körper eine Darmentzündung produziert, um diesen Virus zu bekämpfen. Also es ist eine Heilreaktion eigentlich. Es ist eine Heilreaktion. Und indem man das Immunsystem unterdrückt, arbeitet man gegen den Körper. Also die schulmedizinische Therapie ist da genau eigentlich falsch, wenn man so will. Genau, weil sie die Symptome unterdrückt und nicht die Ursache angeht, dann ist einfach der Fokus da. Es ist nicht Symptomunterdrückung, sondern es ist vermeintliche Ursachenbekämpfung. Sie meinen ja, der Körper ist falsch und greift sich selber an, also müssen wir das Immunsystem unterdrücken. Ja. Und natürlich zusätzlich Symptombekämpfung mit Schmerzmitteln und allem Mögliche. Ja. Wie gehst du damit um, wenn du merkst, okay, die Schulmedizin geht von einem ganz anderen Ausgangspunkt aus und eigentlich sind schon viele Informationen in unserer Welt, die Heilung bringen. Ich erlebe das auch und viele andere chronische Kranke erleben das. Wie gehst du jetzt damit um? Man könnte ja sagen, oh, die Schulmedizin, die kennen mich mal, ich will nie mehr was mit denen zu tun haben, also so eine Antireaktion. Oder genau, wie gehst du damit um? Weil du bist ja jetzt praktizierende Naturheilkundlerin, das heißt, du hast jetzt selber Patienten und hast du jetzt einfach die Seite gewechselt oder wie begegnest du ihnen? Und du bist ihnen ja auch begegnet, genau, die Geschichte darfst du nämlich auch noch platzieren. Du meinst die Geschichte mit meiner Krankheitsgeschichte, die ich da du bist ja dann wirklich nochmal hingegangen und hast gesagt, nee, ich will das aufarbeiten, all das, was eigentlich passiert ist. Ja, ich habe sehr verstörende Geschichten erlebt im Krankenhaus. Mir wurden so viele Sachen unterstellt, es wurde nicht auf mich gehört, wenn ich gesagt habe, wie zum Beispiel das Cortison, ich vertrage das nicht, bitte gebt mir ein anderes Medikament, habe auch zum Teil Medikamentenvorschläge gemacht, weil ich die Medikamente kannte als Pharmaassistentin. Ja, klar. Das kam nie gut an, das ist keine gute Idee, misch dich nie in Therapien ein. Und ich fand, doch, ich mische mich ein, es geht um mich, es geht um meinen Körper. Und wenn ich was nicht vertrage und weiß, es gibt eine Alternative, es gibt eine Möglichkeit, etwas anderes auszuprobieren, dann mache ich das. Und damit hatte ich das ganze Krankenhaus jeweils gegen mich, weil ich war dann die rebellierende Patientin, die nicht mitgespielt hat, die wahrscheinlich gar nicht gesund werden wollte, die einfach Leute schikanieren wollte oder rumkommandieren. Und dadurch habe ich sehr, sehr viele heftige Geschichten erlebt mit Krankenhauspersonal und mit Ärzten. Und das war für mich so verstörend. Und nach diesen ganzen Jahren habe ich mich so gefragt, so im Rückblick, ist das wirklich passiert? Kann es sein, dass du solche Sachen erlebt hast? Ich konnte das wie nicht begreifen und ich wollte das schwarz auf weiß haben und habe deshalb bei gewissen Ärzten meine gesamte Krankheitsgeschichte angefordert. Ja, diese Krankenakte hast du Diese Krankenakte, okay. genau. Was im Krankenhaus, wann gespritzt wurde, was gegeben wurde, was ich gesagt habe, wann ich Schmerzen hatte und so diese ganzen Rapporte. Und da war ich unter anderem auch bei meinem allerersten Magen-Darm-Spezialist, der damals in den Urlaub gegangen war und gesagt habe, ja, gehen Sie nach Hause oder bleiben Sie hier zum Sterben. Ja. Und der wollte sie mir zuerst nicht geben. Und ich habe ihm dann gesagt, ich möchte diese aber, ich brauche die für mich selber. Und hat dann mir geschrieben, er gibt sie mir nicht raus, außer ich komme persönlich in die Praxis. Und das habe ich gemacht und der war dann da und hat mir diesen Stapel überreicht und hat mich so angeschaut und dann hat gesagt, und, wollen Sie mich jetzt verklagen? Und
Wow, da das dachte sagt ich viel erst, aus. genau, Das sagt dem mehr hatte über ich, ihn aus als über dich. ja, das war Spannend. mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen, jemanden zu Nee. verklagen, weil um das Du ging es wolltest mir deine nicht. Geschichte aufarbeiten. Ja, Was ist eigentlich passiert? aber es war eine Art Schuldeingeständnis. Ja, Ich natürlich. merkte plötzlich, wow, der weiß, dass er Mist gebaut hat und dass das nicht so gut gelaufen ist damals. Ja, Und diese Einsicht oder versteckte Einsicht, die hat mir extrem geholfen, schön. ähm, auch in der Vergebungsarbeit Es war danach. fast so gut wie eine Entschuldigung. Ja, für mich war es das Beste, was ich kriegen konnte. Ja. Und es hat mir wirklich Ja. sehr gut geholfen. Ja. Wow, Oder auch okay. dieser Spruch mal von einem Chirurgen, der mich nicht richtig zugenäht hatte, Ja. der hat meiner Mutter gesagt, wow, kein Wunder hatte das Mädchen Schmerzen. Weil der hatte mir immer unterstellt, sie haben keine Schmerzen, sie wollen doch nur das Morphium. Und als er es dann gesehen hat, die Ja. Wundbildung, hat er gesagt, Ja. ach so, kein Wunder hatte sie Schmerzen. Ja, weil ich hatte immer Top-Blutwerte, meine Entzündungswerte waren nie erhöht. Und Ja. so kam es, dass ich mit Darmdurchbrüchen auf dem Notfall lag und die Leute mich nach Hause geschickt haben und gesagt haben, in der Krankenakte nix. gesehen habe, eine Morphium-Patientin, die will nur ihr Morphium, Ja. gehen Sie nach Hause. Ja, und das ist auch interessant mit dem Blutbild, dass das Blutbild nicht so aussagekräftig ist. Und das ist, glaube ich, der allererste große Fehler, was passiert. Ist der Patient der Experte oder ist der ausgebildete Mensch mit dem Klemmbrett und den Daten der Experte? Und eigentlich muss immer der Patient der Experte sein, weil er mit dem Körper kommt und mit den Symptomen das alles gut beschreiben kann. Und das Ja, ist aber schon der erste Schritt, der ja. in die falsche Richtung immer geht. Wobei ich stelle mir das sehr schwierig vor für einen Arzt, weil es gibt ja diese Morphium-Junkies, die dann kommen und sagen, ich habe so Schmerzen, es tut so weh und es ist schrecklich und die abgemagert sind und krank aussehen. Wie unterscheidet man die? Aber ich würde jetzt spontan sagen, dann lieber mal einem Morphium-Junkie mal ein bisschen mehr Morphium, als jemanden, der richtig Schmerzen hat, diese dann zu verwehren. Also es wäre jetzt mal... Ja, aber es ist natürlich auch verwirrend, wenn die Blutuntersuchungen machen. Ich glaube, ich war sogar im Röntgen dort auch und die haben nichts gesehen, wirklich nichts. Ja. Und zu deiner Frage wegen Schulmedizin, wie ich damit umgehe. Genau, rein emotional. Ich habe mit der Schulmedizin überhaupt kein Problem. Ich verstehe sogar gewisse Vorgehensweisen, auch dieses man ist wirklich eine Nummer im Krankenhaus. Aber ich verstehe das, weil wenn ich sehe, welchen Zeitdruck die haben und wie lange Schichten die schieben, das ist ja nicht normal. Und ich befürworte die Schulmedizin, weil die Schulmedizin hat mir mehrmals das Leben gerettet. Es braucht die Schulmedizin, aber es braucht eben auch die Naturheilkunde oder die Ernährungsberatung. Und es sollte mehr ein Miteinander sein und nicht ein Bekämpfen. Es gibt nicht nur die Schulmedizin, die gut ist, oder nur die Naturheilkunde, die gut ist, sondern beides hat ihre Berechtigung und es gilt, gut damit umzugehen und jeweils das Richtige einzusetzen zum richtigen Zeitpunkt. Jemand hat mal gesagt, dass die Schulmedizin da ist eigentlich für Unfälle, für traumatische Für Erlebnisse Notfälle, und genau. so weiter. Ja. Und dass die Alternativmedizin da ist für die chronisch Kranken. Ja, das sehe ich auch so. Genau, und wenn man natürlich als chronisch Kranker behandelt wird wie ein Verunfallter, dann kommen ganz viele Operationen auf einen zu, weil dann hat man Budget. Ja, wobei ich habe mich immer geweigert vor den Operationen. Ich habe immer gesagt, nein, ich möchte keine Operation, weil ich wusste, bei Morbus Crohn, wenn man anfängt, dann ist die Gefahr der Fistelbildung. Genau. Und ich kann mich erinnern, als ich den ersten Abszess hatte am Bauch, ich bin erwacht und hatte wirklich so einen riesen Beule auf dem Bauch. Und ich habe es niemandem gesagt, weil ich wusste, Scheiße, wenn das jemand sieht, dann muss ich unter das Messer und ich will nicht unter das Messer. Und damals war ich im Krankenhaus und natürlich irgendwann wollten die meinen Bauch sehen und meinen Bauch abtasten und haben diese Beule gesehen und haben sofort gesagt, ab unter das Messer. Und selbst da habe ich gesagt, nein, ich will nicht. Ich habe jeden Tag diesen Zettel unterschrieben, dass es meine eigene Verantwortung ist. Und jeden Tag stand ein Chirurg bei mir am Bett und hat gesagt, aber Sie müssen, das geht nicht. Sie können sich eine Blutvergiftung holen und dann sind Sie tot. Und ich habe gesagt, das ist mir egal, ich will nicht operieren.
Und dann kam Trick 17, sie haben mir das Schmerzmittel abgestellt. Und dann ging es, ich glaube, ich habe noch 24 Stunden durchgehalten und dann habe ich gesagt, macht mit mir, was ihr wollt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich halte diese Schmerzen nicht aus. Ja. Und von da an war es wirklich Schlag auf Schlag mit den Operationen. Ja, ja, dann kommt man so Ja. in den Teufelskreis rein. Genau. Was rätst du heute als Naturheilpraktikerin deinen Klienten, die an Morbus Crohn erkrankt sind? Auf jeden Fall die Ernährung anschauen, unbedingt, weil die Ernährung ist so, so wichtig. Ich schaue erstens mal, wo sie stehen mit der Ernährung. Was haben sie bis jetzt gegessen? Wie haben sie sich ernährt? Was haben sie getrunken? Wie leben sie ihr Leben, auch mit Stressmanagement und Organisation und so weiter. Und dann schauen wir einfach, wie wir einen Weg finden, möglichst viel gute Ernährung einzubauen. Natürlich sehr langsam, je nach Zustand. Die Umstellung muss langsam von sich gehen, damit der Patient sich auch wohlfühlt und damit er auch merkt, das funktioniert, es geht mir besser, die Schmerzen gehen zurück, die Blähungen gehen zurück, der Durchfall geht zurück. Und dann bekommst du natürlich Vertrauen in diese Art der Ernährung. Wenn ich jetzt komme und sage, okay, sämtliches Fleisch weg, sämtliches Zucker weg, sämtliches alles weg und nur noch Obst und Gemüse, dann kriegen die einen Anfall, weil ich kann das so gut nachvollziehen. Ja, natürlich. So, als ich dort in der Klinik war, die haben mir ein Vollkornzeugs gegeben. Ja, man hat Man panische hat Angst wirklich Angst davor. vor der Ernährung. Das kenne ich auch, ja. Ja. Auch Obst und Gemüse, das geht doch nicht mit Morbus Crohn. Ich hatte richtig diese Fruit Fear, Ja, diese Angst vor genau. Früchten, das hatte ich. Das ist schrecklich. Ja, Man schüttet dann so viel Angst aus und ja. ja deshalb aber wirklich, weil man es so gelernt hat, also ich habe das Ja, auch so natürlich. gelernt, dass es Ja. ganz schlimm ist für den Magen, das zu verdauen und man hilft sich nicht. deshalb unbedingt langsam umstellen. Ja. Also ich selber habe auch viel zu schnell umgestellt, als ich das erste Buch von Anthony William gelesen habe. Das hat sofort Klick gemacht, wie so viele erzählen. Sie lesen es und wissen genau, oh mein Gott, der Typ hat recht. Das kann nur so gewesen sein, weil es so logisch geschrieben ist und es resoniert so stark in einem. Ja. Und ich habe natürlich sofort mit der 28-Tage-Kur Entschuldigung, angefangen. Gleich von 0 auf 100. Gleich fettfrei, salzfrei, nur roh. Oh. Und ich kann mich erinnern, am zweiten Tag, ich lag hier auf diesem Sofa und mir hat jeder Muskel wehgetan. Und wirklich, ich war so müde. Es war eine riesen Anstrengung, aufzustehen, duschen zu gehen und hier auf den Sofa zu kommen. Also ich war fertig. Und gleichzeitig war ich aber extrem erleichtert, weil ich wusste, wow, da das arbeitet etwas. weil ich habe so viele Ernährungsformen ausprobiert vorher, Ja. die ich natürlich auch in der Ausbildung gelernt habe. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe sämtliche Bücher über Ernährung und Darm gelesen, alles ausprobiert. Nichts hat auf Dauer funktioniert. Und da merke ich das erste Mal, das könnte funktionieren. Das Du geht in die solltest Tiefe. vielleicht etwas langsamer beginnen. Super. Ja. Das Wow. ist immer eine gute Idee, langsam anzufangen. Also nach dieser ganzen Odyssee, was sind deine Erkenntnisse, die du für dein Leben gewonnen hast? Es gibt immer eine Lösung. Ja. Gib nie auf und bleib dran und bilde dich weiter und sei auch weiterhin offen, weil ich war zum Beispiel nicht offen für eine neue Ernährung, weil wenn du jetzt gekommen wärst und gesagt hättest, ich habe ein Buch gelesen, das ist super, Ernährung und Morbus Crohn und Heilung, und hätte ich gesagt, hör auf, ich habe schon alles gelesen dazu, ich habe alles ausprobiert. Ja. Und es funktioniert einfach nicht bei mir. Bei mir, ich bin irgendwie komisch oder keine Ahnung, das funktioniert nicht. Seid trotzdem offen und gebt dem eine Chance und probiert Sachen aus, auch wenn sie erstmal bescheuert tönen oder zu unlogisch. einfach. Ja, Es kann auch zu einfach, Ja. mir hat das auch schon jemand gesagt. Ja. Es kann nicht sein, dass es so einfach geht, genau. nur mit Ernährung. Ja, das ist so. Ja. Ja. Immer wieder ausprobieren, immer wieder Grenzen überschreiten und, oder sich überwinden und nie zu stur oder zu stolz sein. Oder, Ja. weil, Und bestimmt auch Frieden schließen, oder? Also du sitzt ja jetzt da und wirkst
freundlich und nicht verbittert. Ja, mal ganz ehrlich, bei dieser Geschichte, wie hast du Frieden schließen können mit dem, was alles passiert ist? Schon von Geburt an. Ach, das ist schwierig. Ich weiß gar nicht, ob ich Frieden geschlossen habe. Ich glaube, ich bin jemand, der sehr gut mit schwierigen Situationen umgehen kann. Ich versuche immer das Beste zu machen aus einer schwierigen Situation. Das wurde mir irgendwie mitgegeben, obwohl ich ein sehr negativer Mensch bin. Wirkst du gar nicht so. Ich verstecke es gut. Nee, es gibt da kein Rezept, Frieden zu schließen. Was mir geholfen hat, war eben dieses Anfordern der Krankengeschichte. Ja. Und ich habe mir das wirklich alles nochmals durchgelesen. Und am Schluss habe ich ein großes Feuer gemacht im Garten und habe das alles verbrannt und habe gesagt, okay, das ist passiert, es war scheiße und es ist jetzt vorbei. Und jetzt gehe ich weiter. Und ich möchte meine Geschichte fortsetzen, wenn möglich in einem besseren, auf einem besseren Weg als das. Aber man weiß nicht, was kommt. Ich habe kein Rezept. Ja. Dafür hast du ein leckeres Rezept gekocht. Dabei habe ich gesagt, okay, die 2 kommen, ich mache was Einfaches, was schnell geht und was ich auch kochen mag. Und, ja, das war aber richtig freut mich, lecker. wenn es geschmeckt Und hat. hat auch gut getan. Und ich sehe da gerade, der Emotionscode von Bradley Nielsen liegt da noch, weil ich sage immer, es ist Ernährung einerseits, Stressmanagement, aber auch emotionale Altlasten aufzuräumen, die 3 Sachen. Hast du damit, wir haben jetzt gar nicht drüber geredet, aber ist das auch etwas, was du in dein Leben integrierst? Ich selber habe das Buch noch nicht gelesen, weil ich habe Probleme, mich lange zu konzentrieren. Ich habe aber eine gute Freundin, die das gelesen hat und die auch ein Seminar bei Bradley Nelson gemacht hat und die das jetzt so ein bisschen beginnt anzuwenden. Und es ist schon erstaunlich, wie das wirkt, eingeschlossene Emotionen zu lösen und auch was das für Auswirkungen hat auf die Gesundheit nachher. Wir sind ja Körper, Seele und Geist und die Ernährung zielt in erster Linie auf die körperliche Gesundheit, aber wir dürfen Seele und Geist nicht vernachlässigen. Ja. Wobei Anthony uns ja lehrt, es gibt auch seelisch und geistige Einwirkungen von der Ernährung, was ja auch sehr, sehr spannend beschrieben wird im Medical Food Buch. Genau, im Medical Food Buch. Ja, du hast da gerade alle Bücher vor dir. Die mediale Medizin, Medical Food, Heile deine Schilddrüse, Heile deine Leber und Celery Juice. Das sind jetzt 5 Bücher. Und ich werde die unten vom Video auch noch verlinken. Mit Affiliates, auch von Bradley Nielsen, der Emotion Code. Und ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für diese ehrliche Geschichte, dass du uns hast daran teilhaben lassen und ja, dass wir das ein oder andere rausnehmen können. Ich sage immer, das Gute behaltet, nehmt es mit, versucht Dinge einfach umzusetzen, seid mutig, so wie es die Miriam gesagt hat, neue Dinge auszuprobieren, neue Wege zu gehen. Und ihr dürft auch unten in die Kommentare einfach reinschreiben, was eure Erlebnisse waren in den Krankenhäusern. Es geht wirklich nicht darum, dass wir ein Krankenhaus-Bashing machen oder die Ärzte schlecht darstellen. Aber es ist sicher ein wichtiger Schritt in der Zukunft, dass wir die Geschichten erzählen, die dürfen eine Berechtigung haben. Es heißt nicht, dass Parteien sich gegenseitig verklagen, sondern dass einfach wirklich darüber gesprochen wird. Und dass eine neue Art von Arzt-Klient, Arzt-Patienten-Verhältnis stattfinden darf. Also ich ermutige euch, seid ehrlich, schreibt es hin und nehmt das Gute mit. Bis bald. Ciao. Ciao.